Biken, wie wir sagen, begleitet mich wirklich 24 Stunden. Mountainbiken ist Freiheit. An amazing performance for him. Das Grüne ist das Schönste, was es gibt. Machen ist wie wollen, nur viel krasser. Ich liebe das Biken. Aus welchem Grund? Weil es einfach so viele verschiedene Facetten hat. Spannend, weil es so ein Fortbewegungsmittel ist. Der Flow, den man so schön davor hat, das ist das, was einfach das Biken für mich wahrscheinlich am meisten sogar ausmacht. Also Mountainbike hat für mich angefangen mit einer Leidenschaft und mit etwas, was ich einfach am liebsten in meiner Freizeit gemacht habe. Und das ist einerseits auf dem Rennvelo, auf dem Enduro, auf dem Mountainbike. Und das Mountainbike an sich ist eigentlich das, was wie meine grösste Leidenschaft ist. Die Leidenschaft ist natürlich schon durch meinen Bruder, den Lukas, entstanden. Er hat in unsere Familie eigentlich das Mountainbike hineingebracht. Dass ich heute hier hocke und über den Sport reden kann und das jetzt schon x Jahre professionell machen, das habe ich logischerweise wie ihm zu verdanken, dass er ein Vorbild für mich in dieser Zeit war. Ich habe den Wettkampf in dem Sinn geliebt. Ich habe immer gerne Wettkämpfe gehabt und war so ein bisschen der Wettkampftyp schon als Mädchen. Und ich glaube, dort habe ich am liebsten einfach nur Sport machen. Ja, bevor ich eigentlich ins Team gekommen bin, unter Leitung von Ralf Neff, bin ich Junioren-Weltmeisterin und hatte auch, glaube schon nur 23 WM-Medaillen. Und der Ralf ist für mich sicher auch einfach einer der grossen Sportler, der sehr viel erreicht hat, wo man auch wie ein Vorbild, wo man raufgeschaut hat. Ich bin BMX-Rennen gefahren, ganz früher. Und war dann nachher Trainer auf einer BMX-Strecke. Und der Ralf war hier mitten im Weltcup-Zirkus aktiv und ist ab und zu uns ins Training gekommen. Und so habe ich den Ralf auch kennengelernt. Und dann hatte ich die Idee, ein Team zu gründen. Ich habe das noch auf eigene Faust gemacht. Und so war man eigentlich die ganze Zeit auf dem Rennplatz. Und dann hat er eigentlich gesagt, Marcel, willst du nicht mit mir zusammen so ein Projekt starten? Du das Devo-Team. Und seitdem sind wir zusammen unterwegs. Und das sind jetzt genau 7 Jahre. Wir hatten zuerst wirklich Fokus auf Junioren. Wir haben gesagt, wir möchten wirklich ein Juniorenteam sein. Und mit der Zeit ist das gewachsen. Auf einmal ist auch die Idee gereift, wir sind auch in der Lage, U23-Fahrer zu entwickeln. Und so ist natürlich alles miteinander einfach gewachsen. Und auf das bin ich mega stolz. Früher bin ich selber ein Strassenrennen gefahren, bin näher zum Mountainbikesport gekommen, im 1993. Zusammen mit dem Christus Sauser haben wir eine lange Zeit gehabt, eine spannende Zeit. Von dort weg hat mich immer Mountainbike begleitet, mit eigenen Teams, mit verschiedenen Veranstaltungen, mit Events. Und das ist geblieben, die Passion, der Sport, die Liebe, die Herausforderung und die Zusammenarbeit mit jungen Menschen. Und die Entwicklungen können sehen. Der Erfolg kommt von der Spitze. Ich denke, dass sehr viele junge Fahrer sehr grosse Motivation haben, auch mal so gut zu werden wie ein Matt Flückiger oder ein Alessandra Keller. Und das gibt eine wahnsinnige Motivation. Also die Zusammenarbeit mit dem Profiteam, die ist für mich essentiell. Also wir haben gemeinsame Trainingslager und das ist ein riesiger Mehrwert für unsere Athleten.
Sie haben einen direkten Kontakt zu den etablierten Profis. Und ja, das ist für sie auch eine riesige Ehre. Das war einfach auch mein persönlicher Traum, um das zu machen, um selber etwas kreieren, ein Team, ein Projekt und selber mit Fahrer auf eigentlich die Erfolgsjagd gehen. Und zuerst haben wir das Profiteam gegründet und irgendwann ist ja dann noch das Nachwuchsteam dazu, Thomas Across Youngstars. Und das war so dann sogar noch ein bisschen mehr etwas, um dem Sport und den Jungen einfach auch zurückzugeben. Die Schweiz ist ein kleines Land auf der ganzen Welt. Aber ich glaube, durch unsere Topografie, durch die Berge, durch die Seen, durch das Flachland, das wir haben, bietet es wie alles, was man als Mountainbiker braucht. Und ich glaube, ein ganz grosses Erfolgsrezept, warum wir erfolgreich sind im Sport, ist, weil die kleinen Kinder sind auf dem gleichen Rennplatz, auf fast genau gleichen Strecken und sie können wie immer zu ihren Idolen aufschauen. Und ich glaube, diese Motivation, das ist schon etwas mega Wichtiges für die Jungen. Für mich ist das Rennen in Rivera eines der wichtigsten in meiner Karriere. Die erste WM bei der Elite. Ich durfte Vierter werden dort. Bei der Elite, das war ein unglaubliches Resultat, obwohl es nicht gelangt hat für die Medaille im ersten Jahr. Vierter werden, das war wahnsinnig. Und die Stimmung dort in Monte Tamaro in Rivera, das war wahnsinnig. Du hast wirklich, das habe ich noch nie erlebt vorher. Oder? Es ist sicher auch dazu beigetragen, dass so eine grosse Begeisterung da war, dass auch Junge den Sport machen wollten. Und das hat auch dazu beigetragen, dass es heute noch so gute gibt. Per le emozioni che ne hanno ricavato, vedete la gioia di Ralf Neve, che è una delle immagini emblematiche di questa settimana dedicata alla mountain bike. Ja, sicher dürfen mit dazu beitragen, was gewisse Erfolge von der Schweizer Mountainbiker anbelangt. Und das macht mich schon sehr stolz. Das ist schon cool. Ich hatte ja auch meine Vorbilder in der Jugendzeit. Mit frischen Sauser, Nerven, die mich motiviert haben. Und ich würde es cool finden, wenn ich das so könnte. Ja, eben als Alessandra Keller in dem Sinn, als Vorbild, versuche ich schon ein Vorbild zu sein, auch für die junge Generation. Wir machen jetzt zum Beispiel auch ein Kidsbike Camp und am Nicola und mir liegen die Kinder schon mega am Herzen. Und ich versuche auch, mir Zeit zu nehmen für Autogrammstunden, für mal ein Trikot unterschreiben oder einen Helm unterschreiben. Ja, also gerade in dieser Saison sieht man schon, dass Junge von unten her kommen, wo ich jetzt das Gefühl habe, hey, die können es wirklich ganz vorne schaffen. Und das freut mich sehr. Es war jetzt lange eine Generation, gerade bei den Elite-Männern, die geprägt war von wenigen sehr erfolgreichen natürlich. Was wichtig war, wieder eben die Vorbildfunktion. Aber es ist auch cool, wenn jetzt Junge nachkommen. Das freut mich. Ich glaube, das Wichtigste, was ich immer weitergeben will, ist Freude am Ganzen. Dass die Jungen einfach mal anfangen mit Freude und das geniessen, was sie machen, dass sie ein riesiges Privileg haben. Sie können mit dem Mountainbike in der Natur sein. Mir ist aber auch wichtig, dass wir dem Sport etwas zurückgeben können, dass wir den jungen Kids eine Plattform geben können, dass sie zusammen in dem Ganzen wachsen können. Dass die 8 Youngstars, die wir haben, dass die miteinander unterwegs sind, dass die so im gleichen Alter sind, dass die Erfolge haben, und sich weiterentwickeln, Niederlagen haben,
Aber das zusammen machen, zusammen Freude haben und dass sie nicht einfach nur den Profisport sehen, sondern sich auch menschlich weiterentwickeln können. Als ich ins Team kam, bei beiden, habe ich gesagt, ich habe das Gefühl, ich wüsste ein paar Sachen. Und ich werde ihnen gerne sagen, was ich sehe oder was ich denke. Was ich erwarte, dass sie zulassen, also sich Gedanken machen. Und Input probieren umzusetzen und zu machen. Und das funktioniert gut. Sie probieren Sachen, wir haben Diskussionen, spannende Diskussionen. Und wenn ich jetzt noch einen Westtag sehe, dann bin ich nur begeistert, wie er ist gefahren, grandios. Ich denke, das hilft natürlich extrem, die ganze Swissness-Geschichte, oder? Schweizer Fahrer, Schweizer Partner. Das hilft extrem im Zusammenaufbau von einem Konzept. Ja, wir wollen nicht einfach ein Sponsoring machen oder ein Marketing-Team haben, wir wollen das so weiterfahren. Ein grosses Thema ist für uns die Jugend. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch in diesem Land junge Leute haben, die Spitzenleistungen bringen. Ich glaube, wichtig ist, dass man mit diesen Schweizer Werten weiterfahren kann, dass man das in den Sport, in das Team, in das Produkt hineinbringt. Und der ganz grosse Anspruch an mich und auch an unser Team ist, dass wir wirklich jeden Tag gezielt besser werden. Und ich bin sicher, wenn wir das tun, dann wird es kommerziell aufgehen und dann werden wir auch Rennen gewinnen können. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Wichtigste ist, um gut zu sein, erfolgreich zu sein und Freude haben. Das, was man macht, beruflich, ist einfach, dass man Leidenschaft hat für das, dass man leiden kann, aber einfach auch eine mega Freude mitbringen kann für das, was man macht. Und das ist echt der grösste Antrieb.